So, haben wir das auf jeden Fall auch. Try as that woman might to spout nonsense to her very last, nothing could change the fact that she was an enemy of the kingdom. She sold out Fargus to the Empire, forcing our people to suffer their tyranny. But all that ends today. No more blood will be needlessly spilled. Now that Cornelia has fallen, we will exert pressure on the nobles who were aligned with her. Perhaps we may yet find a connection to the tragic incident in Duscur. Once we do that, we will finally be able to prove the innocence of its people. Your Highness. I am certain that would make those of Duscur who lost their lives that day very happy. I am grateful, and I am proud to serve a man such as you. Come, Your Highness. You still have some responsibilities that must be carried out. Your people have been patiently awaiting your return. Do you mean... No. I can't bear to face them after all that I... Du musst, und wenn ich dich dahin schubsen muss. Professor. Right you are, as ever. I am their king, after all. What is this? As you can see, the people are rejoicing at the return of their king. Das sieht schon extremst cool aus, wie die da wirklich alle stehen und ihm zujubeln. Was ja irgendwie auch zeigt, dass sie wirklich auf seine Rückkehr gewartet haben und froh sind, dass Cornelia jetzt weg ist. Und ich glaube, dass ihm das auf jeden Fall auch nochmal einen riesigen Push gibt. Even though I turned my back on them and fled the kingdom in disgrace. Even so, the spectacle before you does not lie. We are a kingdom in need of a king, a hero to save the people from their long oppression. Your Highness, it is truly a blessing that you have returned. Do I really have the right to stand here? Will they accept me as their king? Bloodstained as I am I fit to be king? Ich meine, ich kann den Gedankengang schon verstehen, ne? Wenn du es wieder gut machst, wird alles vergeben. Ich glaube, es ist das Beste, was er machen kann eigentlich. Zu versuchen, es ab sofort besser zu machen. Yes. You are right again, my friend. I am finally home again. Fargus, how I missed you. Oh. It may be spring, but the nights are quite chilly here in Ferdiad. Still, our celebratory feast shows no sign of stopping. Have you grown weary of the festivities? Ich wollte dich gerade das Gleiche fragen. It's not that I have grown weary. More that I find it difficult to be around everyone at the moment. I have just returned from visiting the graves of my loved ones. It had been a long while since I left Flowers. I was always terribly afraid of going near there, but I could not stay away forever. You have taught me something important, Professor. Eifer, Schwertkampf und Humor. Wahrscheinlich nichts davon. That too, of course. But what I'm referring to is far more valuable. How should I put this? Perhaps it is most accurate to say that you taught me how to live. If you and I had not reunited on that fateful day, I am certain I would have died a fruitless death on the battlefield. I would have foolishly challenged a horde of foes. And in doing so, needlessly sacrificed the lives of my friends and myself. Er hat gerade perfekt den letzten Stream von Jan zusammengefasst. Leider. But now I have returned to my rightful place. I struggle with what to say when I know well that words are not enough to express my gratitude. You saved me from the darkness and guided me back to the light. Thank you, Professor. With all that I am, I thank you. Möchtest du immer noch Rache?
Revenge was never something I wished for. It was an obligation I felt I had inherited from those who died. I believed my life belonged to those who lost their own in Duscur. But what I now seek is something else entirely. I can say that with confidence. But I digress. For tonight, our only focus should be to bask in our victory. After that, we must prepare for our battle with the Empire. To start, we must absorb the Kingdom Knights taken by the Dukedom into our own forces and reshuffle our troops. The Lords will need to help purge our territory of Imperial forces, and I will use my authority as king to gather forces from various regions. And we'll have to ask the merchants to lend us the funds we require. Oh, and we must request delivery of supplies at once. Das klingt nach viel Arbeit. Just thinking about it all makes my head spin. There is much to do, but it is all critical work if we hope to stand a chance against the Empire. Du wirst bald Ilgard gegenüberstehen. Yes, I am well aware. I believe we have spoken of this before. Everyone has something they simply cannot accept. As for Edelgard, I am certain she will never be able to accept the Church of Seiros. I believe that is why she seeks to destroy it. She is looking to revolutionize the world, in her mind, for the better. But even if she manages to birth a new world, it would be at the cost of... I wish to end this war through acceptance, not annihilation. Just as my people accepted me, I wish dearly to accept her. But I fear... Your Highness, I finally found you. I'm sorry for slipping away. Has something happened? An express messenger just arrived from the leader of the Alliance. Please, return to the castle at once. An express messenger? What in the world could Claude be after? I am on my way. Professor, please join me. Jan war scheinbar auch so mit seinen Schülern. Boah, nee, gar keinen Bock mehr alleine zu kämpfen. Lass mal eben einen Brief schreiben. Also bei Claude weiß man aber auch nie so wirklich, ist er jetzt auf unserer Seite oder doch nicht? Also du kannst ihn ganz schlecht einschätzen, finde ich persönlich. Mal gucken, was er möchte. Part 2. Azure Moon. Garland Moon. The Golden Deer's Plea. Die werden wir aber auch nicht los. The Kingdom Army has reclaimed the Kingdom capital and plans to immediately begin restoring the country and its forces. But an unexpected request arrives from Claude, leader of the Leicester Alliance. Dimitri promptly responds to the request for aid, and he rushes to prepare the kingdom's forces. Okay. Als wenn wir nicht schon genug Probleme hätten. Aber ich meine, gut, ich bleib dabei. Verbündete zu haben kann definitiv nicht schaden. Na, wenn sich Dimitri und Claude da zusammentun. Gerade weil ich glaube, dass das Kaiserreich noch mit am größten ist von der Fläche her und wahrscheinlich auch die größte Armee hat. We have received a request for aid from the Alliance. They are being invaded by the Empire. We have only just taken back Ferdiad, and yet I am already asking all of you to move out once more. Please accept my apologies for that. That's no problem at all. More importantly, how is the Alliance faring? House Regan has rallied the Alliance Lords. They are facing the enemy with all the strength they can muster. But we do not know how far that will get them. It seems the enemy's relentless attacks have forced them into a tough situation. Their defeated Gronder severely weakened the Alliance. I imagine the Empire now intends to destroy them before they can recover. To think they'd watch us chase their soldiers out of the kingdom capital, then immediately go invade the Alliance. Their general is Lord Volkard von Arundel. He serves as regent to the Emperor. He has presumably taken command after the Emperor was wounded in Gronder. He is known for his shrewdness and excels not only in domestic affairs, but tactics as well. He is not an opponent we should take lightly. Lord Arundel.
Machst du dir Sorgen? I always suspected that Lord Arundel was behind the tragedy 9 years ago. The timing of his departure from the kingdom, the fact that he abruptly stopped making donations. Too many factors made him suspect. If Lord Arundel conspired with Cornelia, then what Kronya and the others said 5 years ago? Well, never mind that for now. The Alliance needs our help. What are your thoughts? If we turn our back on the Alliance and then Deirdre falls, it will undoubtedly make our situation difficult further down the road. We would have enemies in 2 directions. In the Alliance to the northeast, and in the Empire to the south. That is true. In that scenario, we would not be able to safely march our soldiers to Enbar. I am terribly worried about Lady Rhea, but I believe we must save the Alliance first. Oh, maybe if we do this, the Alliance will help us out in return. We could ask them to help us attack the Empire. You know, a sneak attack or something. Annie, when did you become so devious? What would your mother think? What? It wasn't that devious. What do you think, Professor? Also wenn Claude nicht um Hilfe bittet, dann bleibt mir leider auch nichts anderes übrig, als ihm zu helfen. Yes, I agree. I will admit that there is something to be gained for us as well, for when we eventually march south. But far more importantly, they need us. We cannot turn our backs on them. We will arrange to head out at once. Prepare yourselves, everyone. Ich finde es immer geil, wie in diesen Szenen immer jeder so, ja, wir sollten dahin und dorthin und hier und dort und Enbar und hier und dort. Und du hast immer so eine Person, meistens Setef oder Flane, so aus dem Hintergrund so, aber was ist denn mit Rhea? Und es juckt halt sonst einfach niemanden. Sylvain, kannst ein paar Blumen haben. Okay. Dann haben wir wieder 4 Tage, wo wir potenziell erkunden können. 3-mal Unterricht und Anna hat noch Geburtstag. Und ich glaube, das dürfte auch der Monat sein, genau, wo ich die Sidequest von Dimitri endlich mal freigeschaltet habe, weil er mich ja jetzt mittlerweile auch mag. Level 37. Aber natürlich, erster Sonntag im Monat, da wird erstmal erkundet, wie sich das gehört. Aber die Sidequest werden wir auf jeden Fall in diesem Monat auch noch machen. Gerade weil Jan eben parallel auch noch die von Claude hat. Die hat er jetzt, glaube ich, auch schon etwas länger. Hat sie aber extra aufgehoben, bis ich eben die von Dimitri auch bekomme. Sie sehen nichts. Okay. Dann gehen wir erst wieder nach Abyssus zurück und gucken dann mal weiter. Wie immer. Mittlerweile habe ich ja echt eine gute Route eigentlich gefunden. Am Anfang war das immer noch ein bisschen sehr Virivari. Ich muss auch sagen, ich habe von dem Spiel schon natürlich so einiges an Informationen nicht direkt vergessen, aber wenn man natürlich alle 4 Routen entweder selber gespielt hat oder gesehen hat und noch ein bisschen Free Hopes gespielt hat und vielleicht noch hier und dort Stuff aufgeschnappt hat oder sich so ein bisschen Trivia durchgelesen hat, dann ist es manchmal echt schwer noch zuzuordnen, was eigentlich wann im Spiel gesagt wird. Hey you, listen up. I've got something to report. I hear Deirdre is our next objective. Small world. That's actually where I grew up. It's a great place. Okay. So. Nee, wie gesagt, es ist für mich manchmal so ein bisschen schwer, da noch zu wissen, was eigentlich wann und wo gesagt wird. Für 2000 Punkte. Da müssen wir noch so ein bisschen sammeln. Deswegen bin ich so manchmal überrascht, wenn ich hier so ein paar Infos bekomme. So, ach ja, stimmt, das wird hier auch noch gesagt. Wie jetzt zum Beispiel mit der ganzen Tragödie von Duscur. Da ist, glaube ich, einfach so das Motto, wenn jemand fragt, so, wer war an der Tragödie eigentlich alles beteiligt, ist die Antwort grundsätzlich immer ja. Weil gefühlt irgendwie jeder Dreck am Stecken hatte damals. Und es werden irgendwie immer mehr, die plötzlich verdächtig werden. It's happened. The Alliance is now little more than a battlefield. I guess that was inevitable. So far, Albrecht territory has remained unscathed, but that won't last forever. When I see that Arundel guy, I'm gonna knock him flat. We're short on time, but we have to go in prepared. If we
lose this, we lose everything. The stakes are too damn high. Du kannst ihm gerne ins Gesicht schlagen. Ich finde das einfach so krass dieses Jahr. Cornelia war natürlich beteiligt und dann war jetzt die Stiefmutter von Dimitri gegebenenfalls auch beteiligt oder sehr wahrscheinlich. Und jetzt der Arundel-Guy auch noch und generell auch die ganzen Formwandler, die wir schon kennengelernt haben. Ist der Name von denen irgendwann eigentlich mal gefallen auf meiner Route? Dieser ganze hochkriminelle Club da mit Solon und Cronia und so, die haben ja auch einen Namen. Aber ich glaube, ist der bei mir jemals gefallen bis dato? Ich glaube tatsächlich nicht. Deswegen muss ich es leider immer so wunderschön umschreiben. Professor, I was most relieved to hear that no one at the School of Sorcery was harmed. They are capable people who bear Fodlan's future on their shoulders. We can afford to lose none of them. Yes, the future of magic is bright. Though it would be brighter if my own house's future was guaranteed. The Alliance is next on our agenda, yes? Watch carefully for my dazzling spellcraft. Also Constance ist aber da auch irgendwie nicht unbedingt so viel schlechter als Leonie mit ihrem Nouvelle-Counter im Vergleich zum Gerald-Counter. The army runs you ragged, marches you from place to place, prodding you to fight. They promised me 3 meals a day. They'd have to give a lot more than that to get me to sign on. I'd rather starve down here than deal with that. Tu, was du nicht lassen kannst? Ja, Constance ist immer so, gibt dir so 8 Textboxen, wo du denkst so, und in der letzten Textbox dann, übrigens, kennst du schon Haus Novell? Immer! Das schiebt sie immer noch so hinterher. So, und da sind die anderen beiden. People have always fought, I guess. Bandits and nobles clashing over territory, things like that. So before the war, when folks talked about how peaceful everything was, I thought, what continent are you living on? I get it now. A few isolated skirmishes here and there are nothing compared to a full-blown war. The one truly peaceful place I've known was the village where I grew up. So, the king who came back from hell, defeated the tyrant and liberated the people. It's like something out of a poetic saga. At least those in need will see it as such. It isn't like the poor need some lofty air basking in glory. What they need is someone who can ease their woes, keep them fed, things like that. How they view such a king all depends on his ability to provide for them. All things considered, I imagine Dimitri will do a fine job at it. Oh, ich würde schon gerade sagen, das klang so ein bisschen kritisch, aber er hat sogar Dimitri am Ende noch gelobt. Finde ich gut. Übrigens, nur mal so, ne? Hat jetzt keinen Kontext oder so. Ich frage nur für einen Freund. Wie oft meldet sich der Pro-Controller, bevor er wirklich leer geht? Wie gesagt, ich frage nur für einen Freund und aus Neugier, ne? Wie oft er sich noch meldet. Wie oft hat er sich jetzt gemeldet? 3-mal? Oder so? Wahrscheinlich nicht mehr lange. Also ich werde wahrscheinlich nicht drum rumkommen, den während des Streams irgendwann nochmal aufzuladen. Wer ist da in dem Zimmer? Guten Tag? Ach, Ash. The very same night we liberated the capital, a messenger arrived from Deirdre. Claude must have predicted that we'd retake it. Claude's a hard person to read. It's obvious not much escapes his eye, though. Kind of unsettling, honestly. Ja, ich finde aber auch immer so, wenn der Pro-Controller sich meldet, erstmal so, ja. Und dann irgendwann so nach dem 2. oder 3. Mal, wenn ich dann halt immer noch spiele, dann lade ich ihn vielleicht mal auf. Ansonsten muss er halt durchhalten, bis ich fertig bin. Weil natürlich, wir sind ja auch ein bisschen verwöhnt. So heutzutage ist natürlich mit Kabelspielen echt nicht so gemütlich. Früher war es halt einfach die Norm. Aber so mittlerweile ist es schon sehr angenehm, da nicht immer das Kabel dranhängen zu haben. Immerhin meldet er sich frühzeitig. Oh, jetzt habe ich es nicht gepflegt. Moment. So, zumindest ein bisschen was. So, da ist noch Stuff. Habe ich eigentlich noch Angelköder?
Ich glaube mittlerweile, da ja auch mein Dozentenrang, schon maximiert ist und ich ja auch nicht mehr so viel fressen gehe für Stuff, muss ich ja auch nicht mehr zwingend so viel angeln. Das bringt ja auch gar nichts mehr, wirklich. Es war halt anfangs sehr angenehm, um wie gesagt ein paar Dozentenpunkte noch zu sammeln. Es waren zwar nicht viele, aber es hat sich halt gerechnet so auf Dauer. Und halt, um noch Materialien zu kriegen für meine ganzen Fressorgien. Aber die habe ich ja mittlerweile auch ein bisschen reduziert. Also bei mir gab es immer sehr viel Fisch. Das ist auch das einzige Angelminispiel, was ich halbwegs gut kann. Aber was ich vorhin übrigens meinte, mit diesem, dass ich manchmal einfach überhaupt keine Ahnung mehr habe, welche Informationen eigentlich so auf welcher Route genannt werden. Es ist halt wirklich so, wenn du alle Routen kennst und wie gesagt, dich auch vielleicht noch zusätzlich eingelesen hast oder dich mit anderen Leuten auch mal unterhalten hast und es ist irgendwann sehr schwierig, noch den Überblick zu behalten, was eigentlich wo genannt wird und wo man die Informationen her hat. Und deswegen ist es dann auch echt schwierig, wenn du es dann nochmal spielst, gerade im Stream, dann diese ganzen Infos, die man hat, sich zu verkneifen, um nichts vorwegzunehmen. Und im Gegenzug denke ich mir manchmal so, ach ja, stimmt, da war ja was, das wird ja hier noch erwähnt. Weil das für mich einfach mittlerweile alles so selbstverständlich ist, weil ich quasi die ganzen Informationen irgendwo in meinem Kopf abgespeichert habe. Deswegen, dass jetzt hier der Arundel-Guy, ist ja der Onkel von Edelgard, den haben wir auch schon mal getroffen im Kloster vor 5 Jahren, dass der hier wirklich von vornherein so verdächtig ist, das wusste ich gar nicht mehr, dass Dimitri das so sieht. Nice. Dann lieber weniger sagen als zu viel, das stimmt. Wobei es mir mit Sicherheit in all den Jahren auch schon mehrfach passiert ist, sei es jetzt wirklich damals in den Videos oder eben in den Streams, dass mir auch mal irgendwie was rausgerutscht ist, weil das für mich irgendwie einfach so selbstverständlich ist. Ich finde das immer so schwierig, wenn zum Beispiel Charaktere ihren richtigen Namen am Anfang nicht nennen und du dann immer um den Namen herumtänzeln musst, ne? Oder wenn jetzt irgendwie, wie in dem Fall der Name von, wie hat Jan es vorhin genannt? Club of Evil Doppelgängers oder so. Ne, wenn du da den offiziellen Namen weißt, aber der hier nicht genannt wird und du es dir dementsprechend verkneifen musst, ne? Oder sonstige Sachen irgendwie, das ist manchmal echt schwer, dann wirklich drauf aufzupassen, das nicht zu sagen. Claude, eh? He always was sharp among his peers. Never let himself get caught up in conventions. He wasn't typical in Fodlan. I'd like to save him if we can. I know. And I'm sure he's already calculated exactly when that will be. Klingt auf jeden Fall nach Claude. A hungry hero is no better than a well-fed soldier. Do you know that saying? No? That's because I just made it up. If you're hungry, you're never going to be at full strength. Keep your belly full and stay strong. Ja, das mit Edelgard und dem Flammenkaiser war auch so eine Situation. Ich meine, das war nicht ganz so dramatisch, weil es jetzt nicht irgendwie... Also ich finde das viel schlimmer, wenn jetzt, sag ich mal, irgendein Charakter seinen Namen nicht nennt oder einen Decknamen benutzt und du willst immer den richtigen Namen sagen und musst immer aufpassen. Das mit Edelgard und dem Flammenkaiser, das war ein bisschen leichter zu umgehen, aber klar, das war auch so eine Sache, wo man echt aufpassen musste. Deirdre, huh? I've always wanted to go there. In Fargus, most of the towns are pretty much glorified fortresses. So, to hear about a place called the Aquatic Capital, it just sounds so elegant. When the war's over, I hope I can visit with everyone there. Klingt gut. I went to visit my adoptive father at his home in the capital. He used to grovel at Cornelia's feet when the city was under her control. But after it was liberated, he started courting the kingdom instead. I suppose he was just doing what he needed to survive. No matter what becomes of the world, it'll always be plagued by people like him. Okay. Aber wie gesagt, das ist, finde ich auch gerade so, jetzt bei Fire Emblem, gar nicht so einfach, dann teilweise aufzupassen, nichts vorwegzunehmen, weil du manchmal auch gar nicht mehr auswendig weißt, was auf welcher Route jetzt passiert ist. Gerade wenn du auch mit Leuten drüber redest, die das Spiel dann noch nicht kennen,
Ne, da muss man schon manchmal sich echt auf die Zunge beißen. Aber manchmal rutscht es einem halt einfach trotzdem raus. Und mir ist das teilweise auch schon passiert. In Streams, in Let's Plays oder auch in direkten Konversationen. Nur, ich habe es leider auch manchmal schon erlebt, dass Leute dann wirklich extremst nachtragend waren. Also wirklich so 5 Jahre später so, ach ja, weißt du noch damals, als du mir das gespoilert hast? Und ich denke mir so, es tut mir leid, es war keine Absicht. Also ich meine, ich bin manchmal auch ein bisschen nachtragend, aber kann halt passieren, ne? If you travel east from the Alliance and cross Fodlan's throat, you enter the land of Almyra. House Goneril's territory touches the eastern border of the Alliance. They also have Lord Holst, the most valiant warrior in the Alliance. Tasked with keeping watch over the Almyrans' movements, he rarely leaves Goneril territory. The Alliance leader is too demanding, and the prince is too soft-hearted, don't you think? They spilled much of each other's blood at Gronder. I lost a lot of friends to the Alliance. Sorry, I shouldn't complain. I know this is tactically sound. Everyone seems on board with it, but I'd be lying if I said I didn't have any misgivings. Okay. Wer steht hier noch? Random Händler. It'll take a little while yet for the capital to be restored to its former glory. But it's not dead yet. Doesn't matter how many times you put the people of Ferdiad down. They'll get right back up again. Just you watch. Before long, things will be back to how they were. Ich bin gespannt. So ein richtig geiles Spoilerbeispiel habe ich übrigens noch. Es ist aber schon ewig her. Also bestimmt schon 5, 6, 7 Jahre, keine Ahnung. Es ist schon echt eine ganze Weile her. Komme ich gleich zu. Greetings, Professor. Nothing to report. Deirdre is known as the aquatic capital. It's a beautiful town with streets that seem to float on the water and an impressive harbor. In times of peace, it would be a wonderful place for a holiday. Anyway, best of luck in the next battle. Erstmal natürlich für den Torwächter salutieren, wie sich das gehört. Ich habe ja früher, als ich noch Let's Plays gemacht habe, auch öfters mal Pokémon-Editionen Let's Play. Das war noch die Zeit, wo man keine Nuzlockes machen musste, um cool zu sein. Da hat das normale Durchspielen gereicht. Und ich habe auch irgendwann mal Platin gemacht. Das war vielleicht 2014 oder so, ist auf jeden Fall schon echt lange her. There's unrest everywhere these days. All of my fellow merchants seem to be endangered. I hope things go back to normal soon. Ich glaube, das hatte sie uns schon mal gesagt. Mehr wertvolle Geheimnisse, okay. Wir können aber schon mal kurz das Spezialtraining machen, wenn ich schon mal hier bin. Schwert ist ja sowieso immer ganz gut zu leveln. Nein, es kommen jetzt nicht die Turbotreter. Ich habe halt wirklich immer, wenn ich Editionen oder generell immer, wenn ich irgendwas gespielt habe, ich habe immer versucht, auch wenn ich das Spiel kenne, jetzt nicht so zu tun, als würde ich es nicht kennen, weil das finde ich irgendwie ein bisschen cringig, wenn ich genau weiß, was passiert und dann so, oh mein Gott! Also das ist dann so ein bisschen sehr hart gekünstelt. Aber ich habe halt wirklich immer versucht, nichts vorwegzunehmen und wirklich, auch wenn ich wusste, was passiert, ne, mir das dann zu verkneifen und wirklich auch immer die Leute im Kopf zu haben, die es eben wirklich komplett blind gucken und das auch wirklich bei Spielen, die wenigsten Leute halt wirklich blind gucken und dazu zählen jetzt zum Beispiel auch Pokémon-Editionen, wenn sie halt nicht gerade neu rausgekommen sind. Lord Rodrigue Fraldarius has passed on. Margrave Gautier has assumed his position and is now gathering the lords of the Eastern Territories. House Gautier is equal in prestige to House Fraldarius. Sylvain is a Gautier. These lords are reorganizing the Fargus army and eradicating any remaining factions that claim allegiance to the Empire. Of course, His Highness is being kept apprised with regular reports, but it falls to me to monitor him and ensure he does not try to take on too much. I would ask you to do the same. If you take your eyes off that man, even for a moment, he is liable to do something rash. Er steht direkt neben dir, so by the way. It was over 20 years ago. There was an illness raging across Ferdiad, while people were dying left and right. It was Cornelia who saved the kingdom from that dreadful illness. Neither can I. By the time I was old enough to understand, that time had already passed. People praised Cornelia as a saint for ending the epidemic, but there came a day when she completely changed. Her behavior, mannerisms, likes, dislikes, everything. Despite all that, Father still appointed her to a high post. After all, she had saved the kingdom from ruin by that disease.
But above all, my stepmother trusted her. That's why what that woman said is... Never mind. Wir haben uns in die Tea Time noch gedacht, aber das machen wir gleich zum Schluss. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, kann ich gleich tun, sobald ich mit Sylvain gesprochen habe. Irgendwann komme ich dazu, meinen Gedanken zu Ende zu sprechen, durch die Story zu erzählen. Deirdre, the aquatic capital. I've heard it's a magnificent city, you know? If we're going, I wish it wasn't to wage war. It'd be more fun to visit with a cute girl on my arm. Vergiss es. Oh, come on. Let a guy dream. Nope. Aber es ist eben Fire Emblem, da komme ich nicht immer dazu, immer meine Lebensgeschichte zwischendrin zu erzählen. Auf jeden Fall. Ne? Ich habe immer versucht, ich versuche immer, nichts vorwegzunehmen. Darum ging es ja. Und ich habe irgendwann Pokémon Platin mal Let's Played. Und ich habe da auch immer versucht, nicht so viel über das zu reden, was noch kommt. Inklusive halt auch dem Champ. Ich ging davon aus, dass die meisten zwar wussten, wer der Champ ist, aber ich habe halt trotzdem versucht, okay, verkneifst du dir halt einfach. Weil ist ja trotzdem immer eine ganz schöne Überraschung, ne? Wenn man es halt nicht weiß. Manchmal ist es zwar trotzdem sehr offensichtlich, finde ich persönlich, wer der Champ ist, aber manchmal ist es auch wirklich, du stehst dann da am Ende und denkst dir so, oh, hello there. Ne? Und ich erinnere mich dran, dass mir das immer an einer Stelle mal rausgerutscht ist. Dass ich irgendwo, keine Ahnung, ich habe irgendwo gekämpft oder so, habe darüber gesprochen und dann ist es mir halt rausgerutscht. Und ich habe es aber nicht gemerkt. Ich habe einfach ganz selbstverständlich gemeint, ja, hier und Cynthia und so. Ne? Und ich habe es halt beim Reden nicht gemerkt, weil manchmal achtet man ja auch so nicht drauf, ne? Gerade bei so selbstverständlichen Infos. Und ich wurde damals auch in den Kommentaren von einer Person, die da sehr korrekt gestrickt war, nennen wir es mal so, ein bisschen zusammengefaltet, warum ich das denn bitteschön nicht rausgeschnitten hätte. Das sind so Momente, wo ich mir so denke, chill. So schlimm war das jetzt auch wieder nicht. Das sind so Dinge, die ich irgendwie auch nie vergesse, weil das einfach so abstrus war. Aber ja, ne, so, es gibt Leute, denen ist das vollkommen egal und es gibt Leute, die beharren da sehr aktiv drauf. I heard that Deirdre is under attack. I hope Judith is all right. She may be the hero of Daphne, but facing the might of the Empire? I wish there was something more I could do. But I can only pray and hope. So, was ist denn noch im Kummerkasten dran? Ein Zettel. Okay. Manchmal mache ich wirklich schlimme Fehler, aber auf dem Schlachtfeld darf ich keine Fehler machen. Wie schaffe ich das? Akzeptiere es als Teil von dir und sei vorsichtig, gehe alles vorsichtig an, bleibe ruhig und achte auf deine Umgebung. Klingt gut. Nice. Okay. Hier ist niemand, da ist noch Felix. Ich denke mir so manchmal, wenn ich solche Geschichten erzähle, die sind ja meistens schon ewig lange her, so was ist, wenn die Leute, die das damals geschrieben haben, das zufälligerweise jetzt so viele Jahre später dann aber doch noch mitkriegen. Ich gehe nicht davon aus, aber manchmal denke ich mir so, was ist, wenn die das hören? Fühlen die sich dann eigentlich verarscht? Dann wiederum fühlte ich mich dann damals auch ziemlich verarscht, dann sind wir also quitt. My uncle gave me some of my father's belongings, weapons, books. But there was something else that my old man really wanted to pass down. He wanted me to inherit his mission, ensuring that Dimitri ascends the throne. Or so I believe. Ich glaube, er hängt auch an... Warum kann ich bei dir nur Faust trainieren und nicht Schwert? Eventuell, weil sein Level nicht höher ist als meins? Oder so? Da haben wir noch Leute. Ja, meine Batterieleistung gleich. Ich mach gleich Pause, wenn ich hier durch bin. So House Regan has regained its influence in the Alliance and is gathering forces. Claude always was somewhat inscrutable. It's strange somehow to hear talk of his brilliance as the leader of the Alliance. Und wer ist hier noch? Bin ich... Ach so, auf dem Flur! Using the Great Bridge of Myrddin as a base, we'll spread out and cover as much ground as possible in our search for Her Grace. Judging by the information we've gathered, the most suspicious location is definitely the Imperial capital.
the Hrim territory, whose leader is a mere puppet, and the Ire territory, whose leader was deposed and disappeared. The Empire has a lot of places with suspicious happenings. It's certainly worth investigating. But it won't do to take too much time in relieving the Alliance army. Please, hurry. Ja, immer mit der Ruhe. Ich muss hier noch ganz wichtige Dinge machen. Wie Gärtnern und Angeln und Fressen und Tee trinken. Hab doch mal ein bisschen Verständnis. So. Hallo Gilbert. The capital recaptured. I desire to call him Your Majesty rather than Your Highness. He would refuse my desire, rightfully pointing out that he has not as yet been crowned. However, the day this war is ended and the Church has placed the crown upon his head, then he will truly be our king, and I will call him Your Majesty at last. I must go hear the reports from our spies. There is something worrying me, and no, it can wait. I shall tell you more when our information is more concrete. Denkt Gilbert eigentlich, dass es mich irgendwie interessieren würde? Hab ich? Nee, ich glaube nicht. So manchmal, also Gilbert erzählt auch immer so unglaublich uninteressante Dinge, so, wo ich mir denke, glaubst du wirklich, ich will die hören? I thought there was a chance that Cornelia had captured Lady Rhea, but it seems that is not the case. Our next foe, Lord Arundel, was once a pious adherent to the Seros Creed. His contributions to the church stopped quite abruptly some time ago. I think it is likely the man knows something. Hast du mal gedacht, dass es einfach die Inflation sein könnte? Oder vielleicht will er einfach Geld sparen? Nicht jeder, der plötzlich aufhört, Geld zu spenden, ist automatisch verdächtig. You plan to aid Claude, do you not? Huh, I think that is absolutely marvelous. Being opposing forces at the Battle of Gronder was ill-fated. It hurt to side against him. I am happy that things have taken a brighter turn now. Also ihr wisst, ne, wenn ihr aufhört bei mir zu subben, seid ihr automatisch sehr verdächtig, ne? So. Das heißt, wir können jetzt noch ein bisschen fressen, um alle mal zu motivieren, wenn wir eh schon mal hier sind. Und somit die letzten Supports uns anhören. Ich meine, es sind einige, einfach weil Dimitri und Dedue natürlich noch einige Supports offen haben, die ich eine ganze Zeit lang eben nicht holen konnte, beziehungsweise auch nicht freischalten konnte. Aber ich denke, wenn wir die alle durch haben, dann sind, glaube ich, echt so gut wie alle Supports fertig. Dementsprechend freue ich mich schon drauf, die gleich abzuarbeiten und die dann auch wirklich wegzuhaben. Es ist dann auch so unglaublich befriedigend zu sehen, dass man in der Liste so nach und nach wirklich alles geholt hat. Aber vorher machen wir auf jeden Fall wieder eine kleine Pause und dann geht's gleich mit Fressen und Supports und dem restlichen Monat weiter.